Hi, ich bin Piet und ich lebe, arbeite und reise in meinem Van, der Fat Lady. Ich erkunde die Welt und verschiedene Lebensweisen auf meinem Weg. Gemeinsam lassen wir dabei kein Abenteuer aus. Komm mit und sei dabei. Ja, moin. Also so langsam bricht der Herbst hier ein. Es ist sehr kalt gewesen heute Nacht. Es ist auf 2 Grad Celsius gefallen, die Temperatur. Wenn das dann mal so ein bisschen unter der Decke herzieht, weil man da irgendwie gerade das Bein raus hat, es ist kalt. Bedeutet für mich, ich werde weiter in den Süden fahren. Ich werde mich jetzt, denke ich, heute oder morgen, ich glaube eher morgen, Richtung Rumänien aufmachen. Da sind es noch 20 bis 25 Grad tagsüber und über 10 Grad nachts. Und wenn es dann mal irgendwann in Rumänien zu kalt ist, dann fahre ich Richtung Griechenland. Da ist es im Winter manchmal noch gute 20 Grad. Es kann aber auch mal schneien, irgendwo dazwischen. Aber alles erträglich, denke ich. Und dann auch noch am Meer. Ist auch schön. Ich mache erstmal einen kleinen Morgenspaziergang zum Wachwerden. So eine geile Luft und im Hintergrund diese Berge. Unfassbar. Ist nach wie vor kalt. Es ist jetzt, glaube ich, 8:30 oder so. Und unter 10 Grad immer noch. Aber dadurch, dass die Sonne draußen ist, perfekt erträglich. Ich habe gerade beim Spazieren einen super witzigen Kerl kennengelernt. Der kam mir entgegen. Jan, da fährt er hinter mir. Das ist ein richtig witziger Typ. Voll viel rumgekommen, so ein bisschen, ich weiß auch nicht, sehr esoterisch angehaucht, aber super witzig, super nett und ich fahre jetzt einfach zu ihm, der hat mich auf einen Kaffee eingeladen. Super gespannt. So, ich fahre gerade dem Jan hinterher, zu ihm nach Hause. Wie gesagt, sehr esoterisch angehauchter Typ, so ein richtiger Naturmensch. Also ich glaube, dass die meisten Leute eher Angst vor ihm hätten und nicht mit ihm reden würden. Aber er hat eine unglaubliche Aura, sehr viel Energie, sehr viel zu erzählen, sehr viele Geschichten. Ich bin froh, solche Leute irgendwie zu treffen. Und ist ein richtiger Herzensmensch, das merkt man. Passt aber mit Sicherheit nicht wirklich in die normale Gesellschaft, das weiß er auch. Also er ist sich dessen bewusst. Finde ich sehr gut, ist ein sehr interessanter Mensch. So sehen Baustellenampeln aus in der Slowakei. Was macht man, damit die nicht geklaut werden? Richtig, man zäunt sie ein. Der kam mir gerade einfach so entgegen und hat mich angequatscht, ob ich Pilze gehen sammle. Und er kann Deutsch, weil er 15 Jahre in Wien gearbeitet hat. Und wir haben mal eben eine Stunde gequatscht. Soll ich hier stimmen? Ja. Ja, das ist zu Hause. Ihr geht und auch entschieden um 5 Minuten. Okay. Jan sammelt da hinten gerade Eier. Es gibt Schwammerl-Eier-Frühstück, wie er so schön sagt. Geil. Richtig schöner Hof auch. Mit allen möglichen Gemüse, Obst, Tiere. Und die Schwammerl, also die Pilze, hat er gerade selbst frisch im Wald gesammelt. Steinpilze sind das. Riesengroßer Korb voll. Ich habe auch ganz, ganz viele andere Sammler da gesehen. Also es scheint in der Slowakei sehr, quasi so ein Hobby zu sein oder vielleicht auch Überlebensgrundlage. Pilze sammeln. Und die Wälder geben da sehr viel her. Jo, wir haben die lecker Pilzpfanne gegessen. Das war echt mega lecker, obwohl ich Pilze gar nicht mal so sehr mag. Es war richtig gut. Ich hoffe, sie waren nicht giftig. Aber er hat sie auch gegessen. Und er kennt sich aus, hat er gesagt. Nein, sahen mir auch sehr essbar aus, die Pilze, wobei ich mich nicht so wirklich gut auskenne. Ja, ich parke jetzt vor seinem Haus und darf auch Dusche und Wasser mit benutzen und WLAN, was sehr praktisch ist. Und ich arrangiere mich heute Abend und koche was für uns. Es wird wahrscheinlich eine Kürbis-Kartoffel-Karottensuppe, weil er hat Kürbisse da, die er irgendwie weg haben muss. Und ich habe Kartoffeln da, die weg müssen. Insofern passt das ganz gut. Das ist witzig, er sagt, er weiß, dass hier alles unordentlich ist im Haus und dass er eigentlich unordentlich ist und das Chaos und für andere Leute ist es dreckig. Aber für ihn ist das Wichtigste, seinen Garten zu haben und die gesunden Lebensmittel und gesund zu leben. Und darauf legt er großen Wert und das andere ist ihm einfach nicht so wichtig. Und das finde ich irgendwie ganz cool. So jeder Mensch hat irgendwie andere Prioritäten und ich akzeptiere das. Jeder soll irgendwie so leben, wie er will. Und dann sagt er noch, er hat nichts Wertvolles
im Haus, was irgendwie geklaut werden kann. Das Wertvollste ist sein Garten. Wenn den irgendwer kaputt macht, dann ist das richtig schlimm. Ansonsten geklaut ist nichts zum Klauen im Haus. Ist natürlich auch schön, so er hat dann natürlich auch nichts zu verlieren, was er dann so sagt. So, er muss sich um nichts Sorgen machen im Prinzip. Drücken Sie 2, wenn Sie eine Bestellung aufgeben möchten oder Fragen haben, bevor Sie kaufen. Drücken Sie 3. Um diese Optionen erneut zu hören, drücken Sie bitte die Sterntaste. Wir haben derzeit längere Wartezeiten als üblich. Ach. Guten Tag. Ich habe mal wieder Probleme mit Adobe Premiere. A Low-Level Exception occurred. Diese Meldung kam ungefähr 20 Mal. Wisst ihr mich, was bei diesem Adobe Support stört? Man liest denen eine Fehlermeldung vor, die super bekannt ist. Jeder kennt die, der Adobe auch nur ansatzweise benutzt hat. Und man liest die ihnen vor und die wollen das buchstabiert haben. Die tun so, als ob die das noch nie gehört haben. Oder sie haben es noch nie gehört, weil das einfach nur doofe Support-Mitarbeiter sind, die von nichts eine Ahnung haben. Das ist eher das, was ich vermute. Ach Menno, ich will doch nur den Vlog schneiden. Tja, so kriegt man seine Zeit auch rum. Vlog für Sonntag ist am Rendern. Ey, so zeitnah habe ich noch nie einen Vlog rausgebracht. Das ist gerade mal eine Woche, nachdem es passiert ist. Habt ihr den schon? Das ist verrückt. Ja, ich nutze die Gelegenheit, noch ein paar Sonnenstrahlen mitnehmen und spaziere noch eine Runde. Ich würde sagen, dass die folgenden Bilder ein typisches, ordentliches slowakisches Dorf zeigen. Wahrscheinlich würdet ihr gerne mehr über Jan erfahren und sehen, aber das ist nicht so leicht. Manchmal fühlt es sich richtig an, die Kamera drauf zu halten und manchmal eben nicht. In diesem Fall fühlt es sich nicht gut an, da ich Jans Privatsphäre respektieren möchte. Ich bin dann doch noch ein paar Tage länger geblieben in der Slowakei, und zwar im schönen Kosice. Ich war gestern spontan nochmal mit Dominik durch Kosice spazieren. Dominik ist der Slowake, der mein Auto und meinen Aufkleber entdeckt hatte, mit dem ich mich schon mal getroffen habe. Und dabei beim Spazieren habe ich einen coolen Stellplatz gefunden, direkt am See, an einem Park. Also es ist eigentlich nur ein Schotterparkplatz im Wohngebiet, aber ich bin direkt an einem See, relativ ruhig gelegen. Hier gibt es freies WLAN, es gibt eine kostenlose Dusche und es gibt Toiletten. Und es gibt einen Trainingsplatz. Alles, was ich brauche. Und ich habe sogar Bäume, wo ich meine Hängematte aufhängen kann. Aber morgen geht's Richtung Rumänien, denke ich, hoffe ich. Mal gucken, wie die Laune morgen ist. Das ist das Schöne am Alleinereisen. Ich kann tun und lassen, was ich will. Und wenn es schön ist, dann bleibe ich da. Und wenn es nicht schön ist, dann fahre ich weiter. Und das Wetter ist auch gerade schön, spielt also mit. Und deswegen spricht vielleicht auch nichts dagegen, noch mal länger zu bleiben. Mal gucken. Tja, als abschließendes Fazit zur Slowakei, was soll ich da sagen? Erstmal war richtig cool. Es hat mega Bock gemacht. 2 Wochen war ich hier. Durchweg positive Erfahrungen, geile Menschen getroffen. Also eine absolute Empfehlung von mir. Ja, es ist eher ein ärmeres Land mit ordentlich Ostblock-Charakter. Aber die Leute kämpfen sich hier durch mit allerdings unterirdischen Löhnen EU-weit gesehen. Und diese Leute arbeiten von morgens bis abends für einen Appel und ein Ei, um ihre Familien hier durchzubringen. Nur damit wir günstige Autos kaufen können und günstige IT haben. Das sind nämlich die Bereiche, wo es am meisten Jobs gibt, also Automobilindustrie, Fertigung von Autos. Hier werden enorm viele Autos für alle möglichen Hersteller der Welt gefertigt und dann wieder raus verschifft. Und zweitens ist hier ein IT-Standbein für die großen IT-Konzerne. Das heißt, die haben hier günstige Servicekräfte und das Operation-Geschäft. Das ändert aber gar nichts daran, dass die Slowakei wirklich eine geile Natur hat, schöne Spots zum Campen, zum Wandern, viel Kultur hat, auch essenstechnisch. Also für Vanlife von mir auf jeden Fall zu empfehlen. Apropos Vanlife in der Slowakei. Also eins ist mir jetzt schon mal aufgefallen und ich glaube, das wird sich in Zukunft in Rumänien noch mal ein bisschen verstärken. Die Beschaffung von Wasser
und die Suche nach Stellplätzen ist nicht mehr so straightforward wie in Spanien oder Frankreich. Was nicht unbedingt negativ gemeint ist, ist nur anders. In Spanien und Frankreich war ich gewohnt, eben kurz eine App aufzumachen, Park4Night, iOverlander oder was auch immer. Oder auch Google Maps. Und da ist alles Mögliche markiert, man findet alles und da gibt es kostenlose Servicestationen überall in Frankreich und Spanien, hatte ich ja erzählt, wo man einfach also Grauwasser abladen kann und Frischwasser tanken kann. Sowas gibt es hier gar nicht. Das heißt, es ist immer ein Abenteuer, ich frage immer an der Tankstelle oder ich finde irgendwo eine Quelle, wo ich das auffüllen kann. Ja, das waren die 2 Möglichkeiten bisher. Öfter musste ich noch nicht, aber man muss halt immer ein bisschen rumfragen, ein bisschen gucken. Stellplätze gibt es auch nicht so viele markierte, das heißt, es ist eher wirklich Selbstsuchen angesagt, aber die Suche gestaltet sich sehr einfach. Es stört eigentlich fast niemanden oder halt, ich glaube niemanden, wenn man irgendwo anhält und pennt. Das sind zumindest meine Erfahrungen. Ich denke, mit Rumänien wird das Ganze noch ein bisschen abenteuerlicher. Ich meine, das ist auch das, was ich suche. Genau dieses Abenteuer. Es ist noch weniger erkundet durch andere Wohnmobilisten oder Vanlifer oder generell Touristen. Rumänien ist nochmal ein viel größeres, wilderes Land und ich bin da sehr, sehr gespannt drauf. Und ich glaube, für euch ist es auch nochmal ganz geil. Ich nehme euch nämlich mit in ein Land, wo ihr vielleicht noch nicht wart und was ihr noch nicht so gut kennt, was nicht so gut dokumentiert ist und lasst euch daran teilhaben. Also in diesem Sinne, freut euch auf Rumänien und drückt mir die Daumen, dass ich über die Grenze komme.